Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ist Antonio Vivaldi, ein berühmter Komponist der Barockzeit, beklaut worden von seinem Kompositionskollegen Nicolas Chedeville aus Frankreich? Dieser Frage wollen wir mal auf den Grund gehen. Außerdem der Frage, wie übe ich mit Metronom? Und noch eine Frage zu meinen Kursen. Und da habe ich noch wichtige Info für euch zu meinem ganz neu erscheinenden Anfängerkurs für Blockflöte. Also bleibt unbedingt dran. Ihr kennt vielleicht diese wunderschöne Sonate in G-Moll von wem eigentlich? Von Antonio Vivaldi oder von Nicolas Chedeville aus der Sammlung Il Pastor Fido. Diese Sonate wurde lange Vivaldi zugeschrieben, beziehungsweise das ganze Sonatensammelwerk Il Pastor Fido wurde Vivaldi zugeschrieben, bis man vor gar nicht so langer Zeit entdeckt hat, dass es eigentlich aus der Feder von Nicolas Chedeville stammt, zumindest zum Großteil. Und Chedeville seinerzeit das Werk unter Vivaldis Namen herausgegeben hat. In der Sonate in G-Moll, die so gerne auf der Blockflöte gespielt wird, ist tatsächlich nur der 4. Satz aus der Feder von Vivaldi. Und da gibt es nur ein paar kleine Abänderungen. Ansonsten ist er quasi komplett kopiert von Vivaldis Violinkonzert, Opus 4 Nummer 6. Und Chedeville hat ganz im Stil von Vivaldi komponiert, sodass man ja auch glauben konnte, dass es von Vivaldi stammt, während Nicolas Chedeville in Frankreich gelebt hat und nicht in Italien wie Vivaldi. Nicolas Chedeville hat unter Ludwig XV. In Frankreich als Musiker und Komponist gearbeitet. Und der Musikstil in Frankreich war komplett anders als in Italien. Aber für dieses Werk Il Pastor Fido hat Chedeville den italienischen Stil perfekt imitiert. Nun muss man wissen, dass es in der Zeit erstens mal noch kein Urheberrecht gab und es andererseits aber gar nicht grundsätzlich verwerflich war, dass man Ideen von anderen Komponisten, ganze Sätze sogar, übernommen und bearbeitet hat als Komponist. Das galt sogar als eine Ehre für den Kollegen, dass man sein Material wiederverwendet. Bach zum Beispiel hat sehr viel Material von Zeitgenossen verwendet und weiter bearbeitet. Und auch dieser letzte Satz von der Chedeville-Sonate, den hat Bach auch genommen und hat daraus ein Cembalo-Solostück gemacht. Somit ist das hoffentlich geklärt, wieso es immer heißt Vivaldi-Chedeville. Dann zur zweiten Frage. Jan Thien hat mich gefragt, wie benutze ich ein Metronom? Und da würde ich im Prinzip 2 Sachen nennen und eine ausschließen. Nämlich erste Sache, wofür ein Metronom sehr nützlich sein kann, ist, um das Tempo zu kontrollieren. Also damit könnt ihr kontrollieren, ob ihr irgendwo schneller werdet oder langsamer werdet. Und da merkt man dann, wenn das Metronom dazu tickt, hey, hier kommen ja die Schläge jetzt viel früher, als ich dachte. Oder umgekehrt kann man natürlich auch zu schnell sein. Das passiert gerade, wenn man eine Stelle schwierig findet, dann gerät man manchmal in Panik und spielt die sogar zu schnell. Und das Metronom zeigt euch das an. Und da kann man manchmal überrascht sein, wie man im Tempo schwankt und das gar nicht wusste. Zweite Möglichkeit, ein Metronom zu benutzen, ist, um das Tempo zu steigern. Also wenn ihr eine bestimmte Stelle oder ein ganzes Stück schneller können wollt, dann könnt ihr euch sozusagen trainieren, indem ihr das Metronom immer einen Strich weiter, einen Strich schneller einstellt und versucht, fehlerfrei dazu zu spielen.
Wie gesagt, fehlerfrei, denn wenn ihr einfach nur das Tempo hochschraubt und das Metronom immer höher einstellt, dann habt ihr nur Stress. Wenn ihr es gerade noch so schafft, dann habt ihr was, um euch dran hochzuziehen. Es soll aber nicht übertrieben schnell sein. Auf jeden Fall ist das Metronom geeignet, um euer Tempo langsam zu steigern. Der dritte Punkt, wofür ein Metronom, finde ich, nicht so gut geeignet ist, wenn ihr den Rhythmus einer bestimmten Stelle noch nicht spielen könnt oder nicht ganz versteht. Weil das Metronom euch die Grundschläge angibt, euch aber nicht sagt, wann ihr welchen Ton auf diese Grundschläge bzw. dazwischen spielen müsst. Das müsst ihr selbst herausfinden und wissen, hier bin ich vor dem Schlag, hier bin ich auf den Schlag, hier bin ich nach dem Schlag. Dann nutzt euch das Metronom nicht, denn das tickt einfach ganz unempathisch weiter und ihr wisst ja dadurch noch nicht, wann ihr wo welche Töne platzieren müsst. Das kann dann eher frustrierend wirken. Also das sind meine 3 Tipps zum Gebrauch des Metronoms. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das ausreicht, diese Erklärung, oder ob ihr jetzt immer noch Fragen dazu habt. Dann dritte und letzte Angelegenheit. Karin hatte mir geschrieben, deine Gratis-Videos sind sehr hochwertig und professionell. Für viele Menschen ist vielleicht nicht erkennbar, was der Unterschied zu deinem Online-Kurs ist. Der Online-Videokurs Blockflöte Next Level für fortgeschrittene Blockflötenspielerinnen und Spieler ist sozusagen die Essenz von allen Videos, die es von mir auf YouTube gibt, oder sagen wir mal lieber umgekehrt, alle Videos, die ich mache und mein ganzes Blockflötenspiel ist basiert auf diesen Grundlagen, wie sie in dem Kurs komprimiert und strukturiert dargelegt und erklärt sind. Was die Atmung betrifft, die Körperhaltung und die Flötenhaltung, die Fingertechnik, die Artikulation und sogar die barocke und die musikalische Gestaltung beim Blockflötenspiel. Es wird ganz gezielt geguckt nach der Atmung, du brauchst diese und jene Schritte und dann hast du deine Atmung drauf, deine Zwerchfellatmung, deine gestützte Atmung. Und genauso bei der Haltung, das ist wie so ein Vergrößerungsglas, dass ihr gucken könnt, aha, diese Faktoren muss ich beachten, nicht 80 Faktoren, sondern diese paar Dinge, und die sind dann in meinem Kurs von mir so ganz klar strukturiert und der Reihe nach dargestellt und zum Mitüben, sodass du quasi das Ganze sogar wie ein Nachschlagewerk benutzen und immer wieder aufrufen kannst. Und wenn du regelmäßig Unterricht hast auf der Blockflöte, dann ist dieser Kurs zusätzlich sehr nützlich, weil er für dich wie so eine Werkzeugkiste ist, wo du immer weißt, aha, ich hole mir die Atmung nochmal hervor oder ich hole mir die Artikulation nochmal hervor. Nach welchen Regeln kann ich da schon wieder vorgehen, habe ich wieder vergessen. Und wenn du autodidaktisch zugange bist, natürlich erst recht. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne. Und jetzt noch was Tolles. Mein Einsteigerkurs für Blockflöte ist endlich fertig. Mein Einsteiger- bzw. Wiedereinsteigerkurs kommt am 29. Mai 2024 auf den Markt. Und dafür gibt es ein besonderes Eröffnungsangebot mit 20% Rabatt. Und wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne meinen kostenlosen Newsletter, so bald wie möglich, denn dann bekommt ihr Bescheid, wenn der Kurs am 29. rauskommt und wie ihr diesen Rabattcode dann bekommen könnt. Jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Das hilft mir, die Videos weiter verbreiten zu lassen. Und ich freue mich auf euch nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!